Schönen guten Tag, hier ist die Anne Pross von Anne Pross Kunst. Ich werde heute ein schönes, abstraktes und gleichzeitig leicht gegenständliches Bild malen. Ihr werdet das sehen. Mit einer schwarzen Acrylfarbe beginne ich und nehme dazu eine Spachtel zu Hilfe. Das sieht aktuell komplett abstrakt aus. Ich habe auch noch keine Vorstellung, was das am Ende werden wird. Aber es hat sich dann später konkretisiert. Ich verteile mit der Spachtel die schwarze Farbe, wie es mir gefällt, ritze auch Linien hinein. Das habe ich jetzt trocknen lassen. Eine rote Acrylfarbe werde ich jetzt mit einer alten Rosenblüte, die ja so ein bisschen sternförmig erscheint, auftupfen. Ich achte immer darauf, dass ich auch zwischendrin ganz natürliche, nachhaltige Malmaterialien verwende. In dem Fall nehme ich die Rosenblüte als Stempel her und das geht wunderbar. Mit einem kleinen Pinsel nehme ich von dieser roten Farbe wieder etwas auf. Jetzt habe ich schon eine konkrete Vorstellung, was das werden soll. Und vielleicht erkennt ihr das auch schon. Den Rest der roten Farbe trage ich mit dem Pinsel auf eine Plastikspachtel auf, um dann diese zu benutzen, die Farbe auf dem Papier aufzutragen. In dieser Phase bitte auch gut trocknen lassen, damit die nächste Farbe, in dem Fall eine goldene Acrylfarbe, dann wieder aufgetragen werden kann, ohne dass die vorherige Farbe
noch feucht ist und sich damit vermischt. Das möchte man in dem Fall vermeiden. Manchmal ist es ja gewünscht, aber in dem Fall trocknet man die unterschiedlichen Farben zwischendurch gut ab. Ich drehe das Blatt, um im oberen Bereich noch goldene Farbe aufzutragen. Durch den Metallic-Anteil ist die goldene Acrylfarbe immer etwas schwierig zu handhaben, denn kaum ist sie an der Luft, wird sie dann schon wieder leicht trocken und da muss man ziemlich zügig arbeiten. Wer das nicht mit dieser Tuben-Aquarellfarbe machen möchte, kann sich auch eines Goldtons bedienen, das sich über einen Stift auftragen lässt. Manchmal geht das besser. In dem Fall habe ich die Tube bevorzugt, aber wenn man konkret feinere Linien malen möchte, dann sollte man tatsächlich sich eines Stiftes bedienen. Hier bringe ich noch weitere kleine Verzierungen, in dem Fall Punkte, auf die Figur auf. Es war schön, dass ihr wieder dabei wart, liebe Kunstfreunde. Ciao, eure Anne Pross.